Australia, a continent that knows no mercy. With an average outside temperature of 40 degrees, the students face a tough 3,000-kilometer race from Darwin to Adelaide. After arriving down under, the team spent the first few days setting up their headquarters. The racing car arrived safely by sea freight and was received by the team. Als wir dann in Australien angekommen sind alle, haben wir zunächst Adelaide abgeholt. Dann sind wir mit unserem Auto Richtung Coober Pedy gefahren. Das ist eine alte Minenstadt mitten in der Wüste im Outback. In order to prepare for the upcoming race in the best possible way, they put their car through its paces for several kilometers. Unfortunately, the testing had to be interrupted. Links ranfahren. Schnell Sanit, wir halten jetzt ankommen. An einem Tag ist es passiert, dass wir über ein Cattle Grid zu schnell rübergefahren sind. Und da ist dann auch tatsächlich mal etwas kaputt gegangen an Adelaide. Und zwar ist eine Klebung am unteren Querlenker gerissen. Nach kurzer Überlegung haben wir uns dann entschieden, das am Straßenrand zu reparieren. Dann haben wir das innerhalb von 1,5 Stunden repariert bekommen und konnten dann den Rest des Tages auch weiterfahren. With the learnings from the testing, the students were ready for the next challenge, the qualifying. Ein Tag vor dem Rennen war dann das Qualifying. Dort wird entschieden, in welcher Reihenfolge man ins Rennen startet. Und dafür muss man eine möglichst schnelle Rundenzeit auf dem Hidden Valley Track fahren. In der Qualifying-Runde hatten wir sogar die schnellste Rundenzeit überhaupt. Wir waren 1 Sekunde schneller als unsere Konkurrenz. Wir haben uns natürlich riesig über diesen kleinen Erfolg gefreut und konnten dann am nächsten Tag auf Position 1 starten. After thousands of hours of hard development work, the race has finally started. Sonntags morgens fing dann das Rennen um 8 Uhr an. Wir sind auf Platz 1 gestartet, wurden dann aber relativ zügig von den ersten beiden Teams überholt. Zusätzlich hatten wir mit Buschbränden zu kämpfen. Die haben die Sicht verringert auf der Straße, aber auch unsere Leistung, die wir über die Solarzellen reinbekommen haben, bedeutete, dass wir am Ende des ersten Abends auf Platz 4 waren. Damit waren wir auch ziemlich zufrieden. Wir haben damit gerechnet, dass die Teams uns auch überholen werden. The next few days of the race went smoothly. The pace was good and the Sonnenwagen worked perfectly. But then, on the last day of the race, the team had problems with strong crosswinds and the huge road trains. Für uns als Fahrer sind eine der anspruchsvollsten Situationen, wenn wir Oversize Vehicles oder Roadtrains haben. Gerade wenn die große Sachen transportieren, teilweise fahren hier Häuser auf Anhängern durch die Gegend. Die drücken wahnsinnige Luftmassen vor sich her. Das merkt man in so einem kleinen Auto sehr krass. Ist natürlich immer eine beängstigende Situation. And then it happened. 300 kilometers before the finish line, the car left the road and rolled over. Darf ich aussteigen? Raus. Es waren mehrere Roadtrains uns entgegengekommen. Das ist immer etwas schwieriger für Adelaide. Dabei ist unser Fahrer dann ins Schlingern gekommen und von der Straße abgekommen. Ist dann am Straßenrand im Busch kopfüber liegen geblieben. Wir haben alle sehr gut reagiert, sind schnell rausgerannt, haben das Auto umgedreht, dem Fahrer ging es super. Der hatte nur eine leichte Schramm am Kopf davon. Der ist dann natürlich ins Krankenhaus zum Check-up gekommen. Währenddessen haben wir dann Adelaide aus dem Gebüsch getragen und die Schäden begutachtet. Sind nur Schäden von außen, aber ansonsten ist Adelaide in Topform gewesen. Das Mono ist genauso gut wie vorher, die elektrischen Komponenten gehen und auch das Fahrwerk ist ohne Probleme, ohne Schaden davongekommen. Das zeigt einfach, wie gut das Auto ausgelegt ist, dass wir nicht bei der Sicherheit gespart haben. Aber das war leider dann das Ende fürs Rennen für uns. Wir durften nicht beenden, weil das die Regularien vorschreiben. Mussten dann dementsprechend nach Adelaide trailern. Because the car was still drivable after the crash, the race organizers allowed the students to drive the car across the finish line.
Das war ein sehr gutes Gefühl für das gesamte Team. Hat gezeigt, dass wir einfach ein gutes Auto gebaut haben und dass wir einfach nur Unglück hatten in diesem Moment, dass da viele Sachen aufeinander gekommen sind. Es ist nun mal das schwierigste Solarrennen der Welt. Beim nächsten Mal schaffen wir es dann ins Ziel.